Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Gesundheit. Heute sprechen wir über Arztbesuche, Apotheke und Beschwerden, also alles, was man braucht, wenn man sich nicht so gut fühlt. Bevor wir anfangen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Genau. Gesundheit ist ein Thema, das jeden betrifft. Und ehrlich gesagt, ich war schon lange nicht mehr beim Arzt. Ich gehe nur, wenn es wirklich nötig ist. Aber manchmal denke ich, vielleicht sollte ich öfter zur Kontrolle gehen. Ja, ich kenne das. Viele Leute warten zu lange. Ich war letzte Woche beim Hausarzt, weil ich seit Tagen Kopfschmerzen hatte. Ich dachte zuerst, es ist nur Stress, aber mein Arzt meinte, ich soll mehr Wasser trinken und genug schlafen. Das klingt typisch, sagen viele. Trink mehr Wasser und geh spazieren. Aber manchmal hilft das wirklich. Ich merke auch, wenn ich wenig schlafe, fühle ich mich sofort krank oder müde. Ja, Schlaf ist so wichtig. Und weißt du, was ich interessant finde? In Deutschland muss man oft einen Termin machen, bevor man zum Arzt geht. Aber wenn man plötzlich krank ist, bekommt man manchmal einen Nottermin. Stimmt, ich rufe meistens morgens an. Dann sagen sie, kommen Sie um 9 Uhr vorbei. Oder Sie schicken mir eine SMS mit dem Termin. Ich finde das praktisch. Früher musste man lange im Wartezimmer sitzen. Oh ja, das kenne ich auch. Ich nehme dann immer ein Buch mit oder höre Musik. Aber wenn ich krank bin, will ich einfach nur schnell wieder nach Hause. Ich auch. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, die Symptome zu erklären. Wenn man sagt, ich habe Bauchweh, fragt der Arzt sofort, wo genau? Dann muss man alles ganz genau beschreiben. Ja, das stimmt. Deshalb ist es gut, wenn man vorher überlegt, was man sagen möchte. Zum Beispiel, ich habe seit 3 Tagen Kopfschmerzen oder ich habe Fieber und Husten. Das sind einfache, aber wichtige Sätze. Genau. Und das hilft auch, wenn man noch nicht so gut Deutsch spricht. Ärzte sind meistens sehr geduldig und versuchen zu verstehen, was man meint. Ich finde das echt freundlich. Ja, die meisten schon. Und manchmal bekommt man auch gleich ein Rezept oder wird weitergeschickt zu einem Spezialisten. Ich finde, es ist wichtig, gut auf den eigenen Körper zu hören. Absolut. Wenn man früh reagiert, muss man später nicht so lange krank sein. Ich habe das einmal ignoriert und dann hatte ich eine Woche Fieber. Seitdem gehe ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das ist vernünftig. Ich glaube, jeder hat irgendwann so eine Erfahrung gemacht. Man denkt, es geht von selbst weg, aber nein, wird nur schlimmer. Ja, genau. Und wenn man dann endlich zum Arzt geht, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Manchmal reicht schon ein Gespräch, etwas Ruhe und vielleicht ein paar Tabletten und man fühlt sich gleich besser. Richtig. Und wenn man weiß, wie man beim Arzt richtig spricht und seine Beschwerden erklärt, ist alles viel einfacher. Auch stell dir vor, du wachst morgens auf und fühlst dich richtig schlecht. Was machst du zuerst? Ich bleibe meistens ein paar Minuten im Bett und denke, geht das vielleicht von allein weg? Wenn nicht, dann rufe ich beim Arzt an. Ich sage immer, Guten Morgen, ich hätte gern einen Termin. Und meistens fragen sie, worum geht es denn? Ja, genau. Und dann ist es gut, wenn man kurz sagt, was man hat. Zum Beispiel, ich habe Fieber und Husten oder ich habe starke Kopfschmerzen. Die Arzthelferinnen sind immer sehr freundlich, finde ich. Total. Manchmal bekommt man am selben Tag einen Termin, manchmal erst in ein paar Tagen. Wenn es dringend ist, sagen sie, kommen Sie bitte sofort vorbei. Das finde ich super organisiert. Und dann sitzt man im Wartezimmer mit vielen anderen Leuten. Ich nehme meistens Wasser und Kopfhörer mit, aber manchmal dauert es gar nicht so lange.
Stimmt. Wenn man endlich dran ist, fragt der Arzt zuerst, wie geht es Ihnen? Oder was kann ich für Sie tun? Ich mag das. Es klingt freundlich und respektvoll. Ja, und dann kommt das Schwierige, die Symptome erklären. Viele sagen einfach, mir geht's nicht gut, aber besser ist, wenn man genau beschreibt, wie lange und wo es weh tut. Zum Beispiel, ich habe seit 2 Tagen Halsschmerzen oder ich kann nachts nicht gut schlafen. Das stimmt. Ich hatte einmal Rückenschmerzen und der Arzt hat gefragt, seit wann und wie stark sind die Schmerzen? Da habe ich gemerkt, dass man wirklich ehrlich sein muss, sonst bekommt man die falsche Behandlung. Ja, das ist wichtig. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch sagen, ich weiß nicht genau, aber es fühlt sich komisch an. Ärzte verstehen das. Und dann machen sie oft eine kleine Untersuchung, Blutdruck messen, Fieber messen, vielleicht den Hals anschauen. Und am Ende sagt der Arzt, ich verschreibe Ihnen etwas oder Sie brauchen einfach ein paar Tage Ruhe. Ja, und manchmal bekommt man ein Rezept, manchmal nur einen Rat. Ich finde, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn der Arzt sagt, es ist nichts Schlimmes. Dann kann man endlich entspannen. Absolut. Ich gehe dann meistens noch kurz in die Apotheke und hole die Medikamente. Danach trinke ich zu Hause Tee und schaue einen Film. Das hilft fast immer. Das klingt perfekt. Manchmal ist genau das die beste Medizin. Ein ruhiger Tag, warmes Essen und genug Schlaf. Nach dem Arztbesuch geht es meistens direkt in die Apotheke. Ich finde, Apotheken in Deutschland ist immer sehr sauber und freundlich. Wenn man reinkommt, riecht es schon nach Medizin und Kräutern. Ja, das stimmt. Ich gehe gern in kleine Apotheken. Da kennt man oft die Leute und sie nehmen sich Zeit. Wenn ich ein Rezept habe, sage ich einfach, Guten Tag, ich habe ein Rezept vom Arzt. Dann nehmen sie es und suchen die Medikamente. Und wenn man kein Rezept hat, kann man trotzdem etwas kaufen, zum Beispiel Tabletten gegen Kopfschmerzen, Hustensaft oder Nasenspray. Man sagt einfach, haben Sie etwas gegen Husten oder können Sie mir etwas empfehlen? Ja, genau. Und die Apotheker fragen dann oft, haben Sie Allergien oder wie lange haben Sie die Beschwerden? Das finde ich gut, weil sie wirklich sicher sein wollen, dass das Medikament passt. Ich hatte einmal starke Halsschmerzen und die Apothekerin hat mir ein Spray empfohlen. Sie hat mir genau erklärt, wie man es benutzt. 2-mal am Tag, morgens und abends. Ich fand das super hilfreich. Ich mag das auch. Viele Apotheken verkaufen inzwischen auch Vitamine und Tee. Wenn ich mich müde fühle, kaufe ich oft Magnesium oder Vitamin C. Es hilft manchmal wirklich, besonders im Winter. Ja, und in der Schweiz gibt es oft auch eine Beratungsecke. Man kann dort in Ruhe sprechen, wenn man etwas Peinliches fragen will, zum Beispiel über Hautprobleme oder Schlafstörungen. Das finde ich sehr angenehm. Und die Leute dort sind meistens geduldig. Ich erinnere mich, einmal war eine ältere Frau vor mir. Sie hatte viele Fragen, aber niemand hat sich beschwert. Alle haben gewartet und gelächelt. Das ist typisch. Die meisten Menschen haben Verständnis, wenn jemand krank ist. Ich finde, Apotheken haben eine ruhige und positive Atmosphäre. Ja, das stimmt. Und am Ende sagt die Apothekerin immer gute Besserung. Ich finde das so nett. Auch kleine Worte können einen Tag schöner machen. Absolut. Und wenn man nach Hause kommt, nimmt man seine Medikamente, trinkt Tee, ruht sich aus und meistens geht es dann schon viel besser. Ja, und manchmal merkt man, dass man gar nicht so viele Tabletten braucht. Manchmal reicht einfach Ruhe, gutes Essen und etwas Sonne. Ganz genau. Gesund zu bleiben bedeutet nicht nur Medikamente nehmen, sondern auch gut mit sich selbst umgehen.
Weißt du, Lukas, viele Menschen gehen erst zum Arzt, wenn sie schon krank sind, aber eigentlich sollte man früher anfangen, auf sich selbst zu achten. Ja, das stimmt. Ich glaube, kleine Dinge im Alltag machen einen großen Unterschied. Zum Beispiel genug schlafen, regelmäßig essen und sich jeden Tag ein bisschen bewegen. Genau, ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Frische Luft tut einfach gut, besonders wenn man den ganzen Tag drinnen ist. Ich auch. Ich gehe oft zu Fuß einkaufen oder nehme die Treppe statt den Aufzug. Das ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber man fühlt sich gleich besser. Und Ernährung spielt auch eine große Rolle. Ich esse morgens immer ein gesundes Frühstück, Haferflocken, Obst und manchmal ein Ei. Wenn ich so starte, habe ich den ganzen Tag mehr Energie. Das klingt gut. Ich trinke morgens zuerst ein Glas Wasser. Danach Kaffee, ohne den geht bei mir gar nichts. Aber Wasser ist wirklich wichtig. Viele vergessen das. Das klingt gut. Ich trinke morgens zuerst ein Glas Wasser, danach Kaffee. Ohne den geht bei mir gar nichts. Aber Wasser ist wirklich wichtig. Viele vergessen das. Ich lese manchmal ein paar Seiten in einem Buch oder mache Atemübungen. Es klingt vielleicht komisch, aber das hilft wirklich, ruhiger zu werden. Überhaupt ist es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören. Wenn man müde ist, soll man nicht immer weitermachen. Man darf auch mal eine Pause machen. Richtig. Viele denken, sie müssen immer stark sein. Aber Gesundheit bedeutet nicht nur, keine Krankheit zu haben, es bedeutet auch, sich wohl zu fühlen, innerlich ruhig zu sein und zufrieden zu leben. Das hast du schön gesagt. Und manchmal hilft schon ein Lächeln, gute Musik oder ein Treffen mit Freunden. Das stärkt auch die Seele, nicht nur den Körper. Absolut. Gesundheit ist eine Mischung aus Bewegung, Ernährung, Ruhe und positiven Gedanken. Wenn man das versteht, lebt man wirklich besser. Ich finde, das ist ein schönes Ende für heute. Jeder kann etwas für seine Gesundheit tun, jeden Tag, Schritt für Schritt. Ja, und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Die Gewohnheit. Ich habe die Gewohnheit, jeden Morgen Kaffee zu trinken. Schlechte Gewohnheiten zu ändern, ist oft nicht leicht. Vermeiden. Man sollte Stress und zu wenig Schlaf vermeiden. Ich versuche, Fast Food zu vermeiden und gesünder zu essen. Ausreichend. Es ist wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Wir hatten heute ausreichend Zeit, alles zu besprechen. Die Entspannung. Ein warmes Bad bringt mir immer Entspannung. Nach der Arbeit brauche ich etwas Entspannung. Die Gewichtsprobleme. Viele Menschen haben Gewichtsprobleme wegen schlechter Ernährung. Durch regelmäßigen Sport kann man Gewichtsprobleme vermeiden.